Okay. We're from Illinois, mostly Indiana. I was born in Sweden, actually. So that's where half my family is from. You can see that from here, Colin. Oh, yeah. Eigentlich sind wir aus Illinois, aber ich wurde eigentlich in Schweden geboren, also da ist meine Familie her. But the band is based in Illinois, so we started 4 years ago. Us three just kind of met through just the local scene there, the music scene. We started playing, but good. Die Band ist aus Illinois, das ist halt das, wo wir angefangen haben, wo wir immer schon herkommen. Es war vor 3 Jahren und wir haben uns da halt getroffen in der lokalen Szene, ja, bei der Musik. We basically started in a garage, and about 4 years later we're in Germany. So. Also wir haben eigentlich in der Garage angefangen und jetzt knapp 4 Jahre später stehen wir in Deutschland. Also das ist doch, nenne ich doch mal eine richtig gute Karriere, oder? So, that was a pretty good career. Eben noch in der Garage und im nächsten Moment bei der Christmas Rock Night in Deutschland, dem legendären Festival auf der Bühne. Toll. Just out of the garage, now you're in Germany and that main Christian concert. Auch das könntet ihr mit einem Applaus begleiten. Wenn man so vor 4 Jahren noch in der Garage ist, also wenn man da noch so im Übungsraum ist, und was stellt man sich dann vor? Was will man erreichen? Was war das, was euer Traum damals gewesen ist, was ihr machen wolltet als Band? When you first started out in that garage 4 years ago, what were your goals or what was your dream for this band, where you wanted to be? Ja, nach Deutschland kommen, das ist klar, aber daneben noch? Besides from going to Germany someday. We really wanted to make a big difference in the world. We started the band, like I said, on stage because we felt like this is what we were supposed to do. And so for us, when we write songs, we're trying to inspire you guys. We're trying to make you feel alive with us when we're on stage. And that's the whole point. Wir wollten einfach nur einen großen Unterschied in der Welt machen. Und das ist das, was ich eben auch schon auf der Bühne gesagt habe, ja, dass wir einfach einen Unterschied haben und dass wir die Leute um uns herum in der Welt inspirieren. Sean and I spent enough years wasting our lives away, so we knew what it was like to be on the other side and to live for nothing. Sean und ich haben genug Jahre damit verbracht, unser Leben wegzuwerfen und für nichts zu leben, und deswegen wissen wir, wie das ist. But then when we started the band, we could see a bigger vision, and that's what we're trying to achieve now. So. Und als wir dann angefangen haben mit der Band, hatten wir diese weitere Sicht und einfach eine größere Vision, und das ist das, was wir jetzt sehen. Hat quasi die Band diese Band zu machen, so ein bisschen so euer Leben verändert? So, did this band actually change your life? Oh yeah. It took over everything. We have no lives besides the band. Okay, die Band hat so ziemlich alles in unserem Leben übernommen. Mal abgesehen von der Band haben wir fast nichts mehr in unserem Leben, außer der Band. Kein Privatleben, keine Hobbys? So, no private life, no hobbies. Kein Sport? No sport. We like to read. zu lesen. Josh plays video games. All the boys are clapping. Und Ariel hat noch ein Hobby, das weiß ich. Girls like some nerds too. Frauen stehen anscheinend auch auf Nerds. Sie hat eine ganz tolle Sache, sie macht nämlich Klamotten. You actually design clothes? Yes, so that's what I do. I have a clothing company. It's called Custom Catastrophes, and it just started this summer. Well, I've made all my clothes for 10 years, but this summer I started selling it to our fans, and it's really fun. Ja, ich habe ein Modelabel sozusagen, das heißt Chaos Company, und eigentlich designe ich schon seit ungefähr 10 Jahren Klamotten oder Kleider, und dieses Jahr habe ich damit angefangen, die einfach an Leute oder unsere Fans zu verkaufen, und es macht mir sehr viel Spaß. Okay, ihr macht also die Band, damit sie ihre Klamotten verkaufen kann. So you're actually like running this band so she could sell her clothes or what? You have no idea how much she runs this band. Also, euch ist überhaupt nicht klar, wie sehr sie der Chef von der Band ist. Und warum machst du das? Ist das etwas, was du irgendwie natürlich kannst, oder ist das etwas, was du einfach gelernt hast? Oder? So, how did you actually come to designing clothes? Is something that comes naturally, or did you learn how to do it, or? Well, I wanted to be a punk, but I didn't want to look like everyone else trying to be a punk, so I had to make my own stuff. Also ich wollte schon immer Punk sein, aber ich wollte nicht so aussehen wie alle anderen Punks, also habe ich einfach meinen eigenen Stil entwickelt. Was für verrückte Sachen machen denn die anderen 3 Jungs? So what kind of Musst crazy du sagen. things are Nicht die anderen, du musst es sagen. Besides you, like crazy stuff you do. I'm sorry, what? Crazy stuff the other 3 guys do.
besides designing clothes. I want to go No, no, no. skydiving. You write No, music. no, she has to answer. She has to tell about you. Okay. Yeah? Okay. Adam is very good at writing, so he writes books and stuff. Are you talking about creatives? He writes books. Well, he writes blogs that will be a book one day. Er ist ziemlich gut im Schreiben oder deswegen schreibt er Bücher oder er schreibt Notizen, die später zu Büchern werden sollen. Ich finde, dass Sean das Mikrofon bekommen sollte und das erzählen sollte, was du nicht möchtest, dass er sagt. You should really give Sean the microphone so he can tell what you don't want him to tell. Come on, be courage. Tell it. I've known Adam for 8 years, and he writes a lot of stuff. Ich kenne Adam jetzt seit 8 Jahren und er schreibt sehr viel Zeug. He writes poems and brings them to me, hoping they'll turn into lyrics for Icon for Hire, but they never do. Also er schreibt sehr viele Gedichte und er bringt sie mir dann in der Hoffnung, dass sie irgendwann zu Songtexten für uns werden. Aber nein, eigentlich nicht. Das sind halt Liebesgedichte. Oh, das ist aber schön. Guck mal, wie süß das ist hier. Wie er schüchtern da ist und oh Scheiße, jetzt reden alle schlecht über meine Gedichte. Well, that's kind of cute. Now everybody's talking trash about your poems. Was sind das für Gedichte, die du schreibst? What kind of poems are these? My soul is... Let him tell. Yeah? He's proud of it. I wish I was one of those people that just like lived every day to the fullest, but I've always been that super analytical person. And so every day I wake up, I have a million questions, and sometimes writing is the only way that I can try to answer them. Ich wünschte, ich wäre einfach der Typ, der einfach das Leben auf sich losleben lässt und jeden Tag komplett auslebt. Aber ich bin einfach dieser super intellektuelle Typ, der jeden Tag aufwacht und sich die ganzen Fragen über das Leben stellt. That's pretty much it. Ja, das war's. Also ich stelle mir einfach sehr viele Fragen und Schreiben ist eigentlich die einzige Möglichkeit für mich, diese Fragen zu bearbeiten. Do we have any musicians or writers out here? Raise your hand. Haben wir Musicians and Musiker writers, oder Schreiber artists, hier unter uns? painters? Hebt mal die Hände, wenn ihr Musik macht oder selbst schreibt. Awesome. Awesome. Danke, dass du das so jetzt dann noch so gut rüberbringst, nachdem sie sich alle ein bisschen lustig gemacht haben. Well, Finde ich thank gut. you for like openly Finde telling ich richtig that gut. besides them making fun of you. Okay, ihr scheint eine sehr lustige Band zu sein, aber ich wüsste ganz gerne mal ein bisschen über das Rollenverhalten innerhalb der Band. So you guys appear to be really funny, but I would like to know a little bit more about the roles in the band. Und zwar wüsste ich gerne von dir, was für eine Rolle sie in der Band spielt. Also damit meine ich nicht, sie ist die Sängerin und sie macht die Klamotten, sondern damit meine ich, was ist sie menschlich. Und du sagst es über ihn und du sagst es über ihn und du über ihn. So we're just gonna start. I understand. Everybody explain the other's role in the band. Besides from like she's singing, she's designing clothes, but like the characteristics of the band, what you are about. Okay. That's what he's telling about you, and she's telling about him. So just Ariel? Yeah. Ariel's definitely the spiritual leader of the band, Sie ist auf jeden Fall der geistliche Führer der Band. but she's also the radical where she's always coming up with these ideas that I'm just like, that is so dumb. Auf jeden Fall der radikalste. Mir geht sehr oft bei ihren Ideen so, wenn sie mit neuen Ideen kommt, dass ich mir denke, das ist einfach so Wir dumm. wollen natürlich jetzt ein Beispiel hören. But she So really, we really want to hear example about that. About oh that my stuff. god. A nice one. Those are some of the songs I used to write in the beginning. Ah, Okay, einfach ein paar von den Liedern, die ich am Anfang geschrieben habe. she played a song that was about literally raising up an army of young kids and like overthrowing the world. Also sie hat eigentlich wirklich ein Lied darüber geschrieben, dass man eine Armee aus jungen Leuten aufbaut und damit die Welt übernimmt. But it's that same craziness that, I mean, that's why we love her, so yeah. Aber es ist genau diese Art von Verrücktheit, weswegen wir sie lieben und schätzen. Okay. Sean is the band leader, so he helps make most of the decisions and he handles a lot of the business stuff. Also er ist eigentlich der Bandleader, also hilft er die meisten Entscheidungen zu treffen und er kümmert sich auch um unsere Geschäfte. And he's also the sensible one that helps balance our craziness. So he kind of helps us, see things from both sides. Und er ist auch eigentlich der Sensible in der Band, der hilft, unsere ganze Verrücktheit irgendwie auf einen Nenner zu bringen und so, dass wir Sachen auch von zwei Seiten betrachten können. Well, Josh joined 11 months ago? February, so not close.
10 months ago. Josh joined 10 months ago. Also Josh ist vor 10 Monaten in unsere Band gekommen. And what Josh has brought to the table is... He's so cute. We're having a moment Tisch up mit in die here. Band gebracht, dass er einfach unglaublich süß ist. No, Josh is the youngest one in the band, and so Adam and I are influenced by older styles of music. Er ist eigentlich der Jüngste der Band, also Adam und ich sind von älterer Art von Musik mehr beeinflusst. So Josh brings like a fresh new outlook of what the scene is doing musically and what they wear, which I don't agree with, because I like my high tops. Also Josh bringt halt oh, you got him on. Josh bringt halt neuen Wind in die Band, wie es in der Szene gerade so aussieht, zum Beispiel was Kleidung betrifft, was Musik betrifft. Ja, und ich stimme dann nicht immer so mit überein. Yeah, so Josh just questions everything I do. Also Josh stellt eigentlich einfach nur alles in Frage, was ich so... Not everything. Nicht alles. Oh, I do Adam? Okay. He might cry on this one, might hurt his feelings. Also wenn ich No, I won't hurt so his aussehe, wie feelings. ich sagen würde, fängt er vielleicht an zu heulen. Adam's like the nicest guy in the band. He's always the guy who's like, if you messed up, he's like, oh, it's okay, man. Adam ist eigentlich der Netteste aus der Band. Wenn es halt darum geht, dass irgendeiner von uns richtig schlecht drauf ist, dann kommt er zu uns und sagt, hier ist alles schon okay, wird alles gut. But I'm always like, no, man, it's not okay. Und ich bin halt immer der Depressive und sagt, nee, es wird gar nicht gut. And Adam is he's like the PR guy, so he's the guy who like talks to everyone important that we need to impress. Und er ist auch derjenige, der sich um die PR-Sachen kümmert, also er redet mit den Leuten, die wir beeindrucken müssen. He's also the guy we send to people when we don't want to ask something. We'll send Adam to go do it for us. Und er ist auch derjenige, der herhalten muss, wenn wir uns nicht trauen, irgendwelchen Leuten irgendwelche Fragen zu stellen, senden wir Adam und er muss dann die Fragen stellen für uns. Like he's not afraid to ask for your food if he's hungry. Also, I never do that. Or your gum or anything you also want. wenn er Hunger hat, schämt er sich gar nicht einfach nach eurem Essen zu fragen. Oder wenn er keine Socken hat, fragt er nach euren Socken. Oder wenn er Kaugummi will, fragt er nach euren Kaugummi. So I won't diss on him anymore. Good stuff. Und ja, Das war richtig gut, oder? that was actually pretty good. Man erfährt eine ganze Menge über Icon for Hire. That's how it's a lot about Icon for Hire. Ihr habt eben gesagt, ihr beiden seid so beeinflusst von den älteren Sachen, eher so von der jüngeren Musik. Was ist denn das, was euch so wirklich beeinflusst hat, also als Band? You just said that you were more influenced by older kinds of music. He's more like the new kind of music stuff. So what kind of influences would you, tell us what you guys were influenced Und zwar by? nicht nur musikalisch, not just musically. Not just on the music side, but generally, what influenced you to inside your music? What influenced me to play music is my dad. He was always in like rock bands, 70s bands, and I got to play with him a little bit. But Was mich eigentlich dazu gebracht hat, Musik zu spielen, ist mein Vater. Er war in den 70er Jahren in ganz vielen Rockbands oder auch in der Szene. Und deswegen habe ich auch angefangen, Musik zu machen. as far as personal influence, we all have different influences, and that's how we've created our sound. Hopefully, it's unique. But I'm like Motley Crue, AC/DC, Petra, Pantera. Aber persönlich gesehen... Petra. Oh yeah. How old are you? Aber persönlich gesehen, jeder von uns ist durch ganz viele verschiedene Dinge beeinflusst. Und das ist auch das, was uns hoffentlich einzigartig macht, dass jeder seine Sicht der Dinge reinbringt. Für mich waren jetzt musikalische Einflüsse zum Beispiel AC/DC, Pantera, Petra, Motley Crue, Pantera. My dad's the reason I started playing music, and Pantera was and still is my biggest influence. Mein Dad hat mich dazu gebracht, Musik zu machen, und Pantera war und ist immer noch der größte Einfluss auf mich. I've always wanted to be a rock star. That's what I've said my whole life. And Linkin Park is my biggest band influence. Also ich habe schon immer gesagt, ich will irgendwann mal Rockstar werden, und Linkin Park ist sozusagen mein größter Einfluss. Jetzt bin ich gespannt, was er einbringt. Also, Sean doesn't like when I talk. So I'm pretty excited what he's going to say now. Oh, I don't think that's anything bad. Well, I started playing like really early. I've always wanted to play my whole life. So, my two older sisters, they always had like musical boyfriends. So I always try to learn from them. Also ich habe schon sehr früh angefangen, Musik zu machen. Ich wollte schon immer Musik machen in meinem Leben. Und meine zwei älteren Schwestern, die hatten immer sehr musikalische Freunde, und dann habe ich versucht, von denen zu lernen. What? Ignore him. if you want him to answer something, why don't you answer that? Also wenn du willst, You want to answer for me, Adam? wieso antwortest du nicht? Okay. Probably my favorite band is As Cities Burn.
That's where I Eine meiner Lieblingsbands ist As Cities Burn. Haben die nicht auch schon hier gespielt? Wisst ihr das? Nein. Cities Burn? Not our same record label. Yeah. I'm not sure. They played in Germany. I'm not sure if they They made actually play in Germany. I don't know. Barely know one. Yeah, probably not here, but... Also hat As Cities Burn schon mal in Deutschland gespielt? Hier, weiß das irgendjemand? Ich glaube nein, oder? I asked them, but nobody answered. No one has any questions? Oh, no. Oh, hat jemand von euch irgendwelche Fragen? This is weird. What's your favorite color? No, ask No. red or pink. Your first album is called Scripted. Does it have to do because he is writing? No? Can you tell us the meaning of the title? What it is behind Das erste that? Album heißt Cryptic. Geht es darum, dass er auch schreibt und um seine Schriftstücke oder worum geht es im ersten Album? No, okay. As a band, at first look, I think we look very fake, very much like a record company just put us together. Auf den ersten Blick sehen wir bestimmt ziemlich fake aus, so als hätte uns unser Label so zusammengefügt. Like Linkin Park. And a lot of times music I don't think is very authentic, it's not original, it's not real, but with this album we really wanted to make music straight from our hearts. Und ich glaube, sehr oft ist Musik nicht authentisch, Musik ist nicht real, ist nicht richtig, aber mit diesem Album haben wir versucht, Musik zu machen, die von unseren Herzen kommt und die authentisch ist. So scripted is just sarcasm, tongue-in-cheek, you know, saying that it looks like it's probably scripted at first glance, but we wrote it all ourselves, it's all completely us, and we mean every word. Also ist Scripted, der Albumtitel, ziemlich sarkastisch gemeint. Also es sieht so aus, als wäre alles vorherbestimmt oder wäre uns so aufgetragen worden, das so zu tun. Aber wir haben es halt sarkastisch gemeint, dass es halt genauso nicht ist. Ihr habt jetzt damit einen ziemlich guten Start hingelegt. Also eine Band, die zum ersten Mal hier ist, so viel Publikum da, das ist schon erstaunlich. Das heißt, ihr seid hier ziemlich gut angekommen. Wo seht ihr euch denn in 5 Jahren? Wo wollt ihr hin? You had a pretty good start with that first album. I mean, take a look around, your first time here and you have like a big crowd for that. Where do you see yourself in like 5 years or 10 years? What is your goal? Besides coming to Germany again. Well, Außer, dass ihr nochmal hierher kommt. we would love to keep growing. I mean, we'd love to be able to support ourselves, you know, with this, but never at the cost of losing our relationships with each other or like our relationship with God or like what matters to us. Yeah, with you guys, you know, we never want to. Do you remember that song "Conversation with a Rock Star"? It's like that. Wir würden sehr gern noch weiter wachsen, auch in der Anzahl von Fans, in der Größe von Shows, die wir spielen, aber wir wollen auf keinen Fall so wachsen, dass wir unsere Beziehung innerhalb der Band verlieren, unsere Beziehung zu Gott verlieren oder auch ganz wichtig, dass wir unsere Beziehung zu euch nicht verlieren. Und darum geht es auch in dem Lied Conversation with a Rockstar. I think more than anything is we want to continue to make a great impact on the world. And that's not always about getting bigger. Yeah. So many bands get caught up in selling more records and getting more people in a room. And for us, this is great. But we're much more... Go ahead. Wir wollen auf jeden Fall, aber unser Hauptziel vor allen anderen Dingen ist es, einfach einen großen Einfluss auf diese Welt zu machen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir eine größere Crowd haben wollen, mehr Leute, die uns zuhören, mehr Alben verkaufen wollen. But we're much more concerned with each and every person than we are being on a giant stage where we can't do this. This is amazing for us because we've got to talk to you, we've got to learn, you know, about you, and there's going to come a point in time that may not be the case. So we're very, very content with where we are and being able to do this. Uns geht es aber hauptsächlich darum, mit jedem von euch individuell und mit jedem Einzelnen zu reden, eine Beziehung zu haben, und das ist uns wichtiger, als irgendwann mal auf einer riesigen Bühne zu spielen oder sonstige Sachen. Yes. Yeah, we'll be there all night. We've got an interview after this. Yeah. And then we'll be there. So it's half an hour and then Yeah. Well, 6:45 is when the interview is. And then we're going to eat. And then we'll be Eat. Why? We haven't eaten in like. No reason. Also, eins muss man jetzt mal sagen, Sie haben jetzt gleich Termine und alles, aber eins möchte ich wirklich mal sagen, Ariel ging es nicht gut. Und dass sie hier ist und dass sie die Show durchgezogen hat und alles, ist absolut ein mega Ding. Also ich finde, das muss nochmal den fettesten Applaus kriegen.
Ja, genau. Ihr habt jetzt ein tolles Album draußen, aber ihr seid bestimmt schon in Planungen für das zweite, oder? You just brought out a really good record, but are you actually planning a new record? I guess you are. Come on. I hope you are. Are you? We're not writing. We're so busy on tour all the time. I'm kind of ready. But we're always writing, and we want the second record to blow the first one out of the water. Okay, wir sind im Moment gerade nicht definitiv I'm writing. aber weil wir so viel am Touren sind, kommen wir nicht dazu, ein neues Album zu planen, aber wir sind immer am Schreiben oder immer am neue Sachen erfinden und wir setzen dann unser zweites Album auf jeden Fall den Anspruch, dass es das erste bei weitem übersteigt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ganz froh, die Band hier zu haben, denn das ist was Besonderes. I don't know about you Hat mir guys, gut but I'm gefallen. really happy Deswegen, to have these guys here. Dankeschön, ein Icon for Hire und einen dicken Applaus.